Leider muss ich gestehen, dass mir da so ein kleiner Fehler passiert ist oder ein Denkfehler. Und darauf muss man natürlich am Anfang achten. Ich habe diese Imbusschlüssel habe ich immer abgeschnitten. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, Moment mal, früher hatte ich die immer abgeschnitten. Ja, jetzt weiß ich auch warum. Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Mein Name ist Sebastian Schwarz, ich bin Oldtimer-Spezialist und spezialisiert auf die Marken Cadillac, Lincoln, Rolls-Royce und Bentley. Ich sitze hier heute in einem Lincoln Mark V, Baujahr 78. Und fast jeder Lincoln-Besitzer, der so einen Mark V hat, beziehungsweise auch manche Coupés sind auch davon betroffen, kennt das Problem mit brüchigen Türverkleidungen. Das ist nicht nur hässlich, das ist auch nervig, weil teilweise alles hin und her schlappert und es wird immer schlimmer. Und ich zeige euch heute mal die typischen Stellen, wo sie immer brechen und wie man sie repariert und vor allen Dingen, wie man sie haltbar repariert. Und hier sehen wir nochmal die Laufleistung. Das ist sensationell. Und hier, also es ist egal, wie viel die Autos gelaufen haben, aber hier ist diese typische Stelle, wo sie fast alle brechen. Wirklich, hier an dieser Stelle. Weil das ist die schwächste Stelle. Wenn die Tür zugemacht wird, dann schlabbert das ganze Ding, kriegt dann quasi Schwung. Und durch diese schwere Schalterleiste kriegt es Druck in die Richtung. Wir haben echt so viele Sachen ausprobiert, um diese Türverkleidung zu reparieren, weil das Plastik ist so spröde. Und dann haben wir eine Sache gefunden, die wirklich auf Dauer gehalten hat. Und die zeige ich euch jetzt. So, ich habe jetzt mal hier was vorbereitet. Und zwar brauchen wir einmal Sekundenkleber, um das zu reparieren. Wir brauchen einen speziellen 2-Komponenten-Kleber. Und das hat jeder im Haushalt. Das heißt, das könnt ihr auch in eurer Garage machen. Kennt ihr die hier? Das sind Imbusschlüssel von Ikea. Sowas kann man dafür benutzen, wunderprächtig. Und hält mega, mega gut. So, schaut mal hier. Da habe ich das schon mal ausgefräst, wo nachher die Verstärkung, also der Imbusschlüssel, sitzen soll. Und der sitzt hier drin. Schaut. So, und wenn der da hinten verklebt ist, dann ist das hier auch bombenfest. Ja, das ist jetzt natürlich noch ein bisschen locker, weil wir haben es ja noch nicht verklebt. Aber wenn das verklebt ist, dann wird das nie wieder abbrechen. Jetzt wird das hier ein wenig angeraut. Und dann machen wir das mit Silikonentferner sauber. Und ganz, ganz, ganz wichtig, nehmt bitte zum Reinigen nur entweder einen Bremsenreiniger oder einen Silikonentferner, weil auf gar keinen Fall Aceton, weil Aceton löst euch die Türverkleidung ab und an. Mir ist das nämlich mal passiert, da habe ich mich vergriffen. Und ja, dann ich konnte sie Gott sei Dank wieder retten, aber die hat es dann von innen natürlich ganz schön angegriffen. So, als allererstes fixiere ich diese Stelle mit Sekundenkleber. Nehmt nicht zu viel, das drückt euch dann nachher nach außen durch. Und dann müsst ihr von hier schauen.
So, wenn das fixiert ist, hier, dann können wir das verkleben. Jetzt gucken wir nochmal, ob der passt. Vernünftig hier rein. Da liegt er einfach drin. Da unten angelegt und da kommt er auch nicht in irgendeine Quere. Da können wir den jetzt verkleben. Jetzt fange ich hier unten an. So. Und dann wird er verklebt. Leider muss ich gestehen, dass mir da so ein kleiner Fehler passiert ist oder ein Denkfehler. Ich habe diese Imbusschlüssel habe ich immer abgeschnitten. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, Moment mal, früher hatte ich die immer abgeschnitten. Ja, jetzt weiß ich auch warum. Ich zeige euch das mal gerade. Und zwar hier in dem Bereich. Ich hatte den Imbus lang gelassen. Und ich habe nicht mehr bedacht, dass ja hier diese Blende reinfasst. Die sitzt nämlich von der anderen Seite. Natürlich muss die nach unten greifen. Das heißt, der ist jetzt hier viel zu lang. Ich hätte den hier abschneiden müssen. Also darauf müsst ihr ganz, ganz dringend achten, dass der nur bis hier geht. Es hält auf jeden Fall, wenn ihr den nur bis hier in dieser L-Form beklebt und ihr habt hier frei und ihr braucht an dem Ding nichts mehr verändern. Ich zeige mal, wie das aussieht, wenn das nicht der Fall ist, so wie das jetzt ist. Hier, so sieht das aus, wenn der nicht abgeschnitten ist. Weil dann kann nämlich diese Nase hier nicht mehr hier unten reingreifen. Da. So, ich habe jetzt einfach, wie ihr seht, der sitzt jetzt drin. Ich habe einfach von hier unten mit meinem Heißluftföhn einfach diese Nase hier warm gemacht. Wenn ihr sie hier reinsetzt, bleibt sie hier hängen. Und wenn ihr dann, während das hängt, hier unten warm macht, dann sieht sie so aus. Die ist jetzt quasi angepasst. Also man sieht jetzt kaum noch den Riss. Man sieht, dass da mal was war. Man sieht, dass es mal da geklebt wurde. Aber er fällt kaum auf. Hier vorne haben wir noch eine Gusskante. Und das Ding hier ist bombenfest. Der passt hier wieder. Alles wunderbar. So, dann haben wir jetzt noch mal gut gerettet. Natürlich hätte ich im Vorfeld darauf schon achten müssen. Aber klar, so ist das halt in der Werkstatt. Wir müssen halt immer nur gucken, wie wir darauf reagieren. Aber bitte fangt nicht an, irgendwas abzubrechen, abzuschleifen oder abzuschneiden. Bevor ihr das macht, immer zweimal überlegen, ob es nicht noch eine andere Möglichkeit gibt. Ich hoffe, der Tipp hat euch weitergeholfen und dass schlabbernde und lästige, gebrochene Türverkleidung der Vergangenheit angehören. Wenn ihr Fragen habt, wenn wir euch helfen können, dann haben wir unten in der Videobeschreibung unsere Kontaktdaten, da könnt ihr euch melden und dann helfen wir euch gern weiter. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr einen Daumen hoch da lasst und ein Abonnement. Und dann wünsche ich euch auf jeden Fall gutes Gelingen. Bis zum nächsten Mal. Euer Sebastian.